Vorab möchte ich noch auf ein paar Begrifflichkeiten eingehen, damit es während diesem Kurs zu keiner Zeit zu Missverständnissen kommt. Ich werde häufiger Begriffe wie gekeimte Samen, Keimlinge und Sprossen verwenden. Es handelt sich hierbei lediglich um unterschiedliche Entwicklungsstadien, die eine Pflanze im Laufe ihres Lebens durchläuft. Alles beginnt mit einem kleinen Samen. Sobald dieser kleine Samen eingeweicht wurde und genügend Wasser aufgenommen hat, schlüpft ein kleiner Spross aus ihm. Der Samen ist hiermit gekeimt. Aus dem gekeimten Samen bildet sich nach kurzer Zeit schon der erste Keimling, der bereits kleine Stängel, Wurzeln und auch Blattansätze vorweist. Ein paar Tage später hat sich aus dem Keimling eine Sprosse mit Stängeln, Faserwurzeln und kleinen Blättern gebildet. Jetzt hat die Sprosse ihre optimale Nährstoffdichte und kann roh verzehrt werden. Keimsprossen benötigen für die Anzucht keine Erde und sie kommen teils ohne Licht aus. Die Zuchtzeit bei Sprossen liegt im Durchschnitt zwischen 3 bis 8 Tagen. Warum sind Sprossen eigentlich so gesund? Schon seit Jahrtausenden ist bekannt, dass Keimlinge und Sprossen wahre Nährstoffbomben sind und extrem gesund. Dabei ist es intuitiv ganz einfach zu verstehen, warum. Die kleinen Gesundheitswunder haben nämlich noch einiges an Potenzial vor sich und brauchen deshalb eine deutlich höhere Mikro- und Makronährstoffkonzentration als ausgewachsene Pflanzen, um dieses Potenzial entfalten zu können. Es ist diese erhöhte Konzentration an Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Spurenelementen, Ballaststoffen und Proteinen, die alle Keimlinge und Sprossen in unterschiedlichen Ausprägungen vereint. Hinzu kommt, dass die Sprossen in der Regel roh verzehrt werden können und so gehen beim Erhitzen keinerlei Nährstoffe verloren. Aufgrund der hohen Nährstoffdichte lassen sich folgende gesundheitliche Vorteile ableiten. Eine bessere Verdauung durch die enthaltenen Ballaststoffe. Eine Stärkung des Immunsystems aufgrund einer hohen Konzentration an Mikronährstoffen. Die Förderung des Muskelaufbaus anhand eines hohen Anteils an Proteinen. Die Unterstützung bei Übersäuerung dank einer Vielzahl an Mineralstoffen. Des Weiteren schreibt man einigen Sprossensorten auch eine Tumorstammzellen hemmende Wirkung zu. Dies ist auf die Senfölglycoside zurückzuführen und insbesondere auf Sulforaphan, welche vor allem bei Kreuzblütlergemüsen wie zum Beispiel unserem Urbrokkoli vorkommt.